Wir sprechen heute über eines der erfolgreichsten und beliebtesten Rolex-Sportmodelle der letzten 60 Jahre. Du meinst die Rolex GMT Master. Wir haben Gott sei Dank ein paar Modelle zusammentragen können und sehen uns heute die Entwicklungsgeschichte an, von der ersten eigentlich bis zur ganz modernen GMT-Keramik. Thomas, eine Anekdote möchte ich aber hier noch erzählen. Es gab einen bekannten Revoluzzer-Kommunisten, der eine GMT Master trug. Argentinier. Ein Argentinier, der hat sie aber in Kuba getragen, Richtig. Zusammen mit Fidel Castro. Che Guevara war Träger einer Pussy Galore GMT, der wahrscheinlich aus der Vitrine von Cuervo y Sobrinos in Havanna stibitzt hat. Der auch Patek-Konzessionär war, aber er hat sich für die GMT entschieden. Sehr weise. Es gibt Fotos, also auch im Internet kann jeder sich anschauen, Fidel Castro und GMT oder Che Guevara und GMT, dann kommen tolle Fotos und man sieht diese revolutionäre, kapitalistisch-kritische Kommunisten, trugen aber eine Rolex und fanden das total in Ordnung. Wasserdicht, sehr genau Und schlagfest, vor allem die späteren Modelle. Was mir nochmal auffällt bei der GMT Master ist, es ist einer der wenigen Rolex-Modellen, ähnlich wie bei der Datejust, es gibt sie nicht nur mit Oysterband. Von Anfang an, also eigentlich ab den 60er Jahren, gab es sie dann auch mit Jubilee-Band. Ist das richtig oder kam das erst in den 70er Jahren dazu? Nein, es gab es schon in den 60er Jahren, speziell bei der goldenen. Ja. Die frühen 60er Jahre GMTs sind eigentlich ausnahmslos mit Oysterbändern verkauft worden in Edelstahl. Bei der goldenen war die Waffe der Wahl eigentlich immer das Jubilee-Band. Das immer teurer ist. Das immer ein bisschen teurer war und ein bisschen eleganter gewirkt hat. Später bei den Modellen ab 1975 bis eben ca. 1998 gab es dann immer wieder auch Jubiläebänder. Heute wird kein Jubiläeband mehr angeboten dafür, interessanterweise. Das ist eine Spezialanfertigung. Normalerweise wird die Uhr nur mit Oysterband ausgeliefert. Die aktuelle Keramik, sogenannte Batman mit schwarz-blauer Lünette, sehr gefragt und einer unserer Kunden bat uns um die Individualisierung mit einem Original Rolex Jubilee Band und den passenden Anstößen. Da haben wir ein bisschen werkeln müssen, aber das Ergebnis ist eigentlich sehr cool und er hat eine lässige, getunte Uhr, ohne übers Ziel hinausgeschossen zu haben. Was fällt dir bei diesem Blatt auf? Es ist eigentlich bei den Submarinern kenne ich das viel häufiger, das sogenannte Sultan-Dial mit Diamanten und Rubinen. Gibt es auch statt Rubinen mit Saphiren. Das ist dann schon sehr schmuckig. Heute gern von Frauen getragen, die eine große Uhr in die Hand nehmen. Das ist eine Uhr aus den 90er Jahren. Genau. Sehr seltenes Zifferblatt. Ja. Haben sich sehr wenig Leute bestellt damals. Man sieht allein auch hier, wenn man da die Lünette tauscht, hat man einen komplett anderen Look bei der Uhr. Also man hat da die Möglichkeit, eigentlich 2 oder 3 Leben mit so einer Uhr zu leben. Mal von der Funktion abgesehen. Nochmal zurück in die 70er Jahre. Diese Zifferblätter hatten sich dann verändert. Wir haben hier ein sogenanntes Nipple-Dial, das ist auch ein Spitzname. Richtig. Hier klassisch, wir haben Gott sei Dank 2 Modelle. Man konnte die Uhr mit braunem Zifferblatt und brauner Lünetteneinlage bestellen oder mit schwarzem Zifferblatt und schwarzer Lünetteneinlage. Die Leuchtindexe waren nur noch auf einem pyramidenförmigen, ganz kleinen Punkt reduziert, der so ein bisschen wie ein Nippel aussieht. Deswegen wird es auch so benannt. Beides war original. Also die ganz frühen Serien haben nicht einmal einen Golddruck auf diesen Lünetten gehabt, sondern sogar einen metallenen Druck. Das ist auf Werbeprospekten von damals so zu sehen. Das sind so die letzten GMT-Modelle. Wie lange wurden die GMT-Modelle mit Plexiglas gebaut? Wann kam also dann das Modell raus, wo du gesagt hast, jetzt Saphirglas, jetzt alles neu? Ich glaube, es war so 84, 85 ist es langsam ausgelaufen. Teilweise gab es bis 86. Aber die richtig große Veränderung ist 86. Mit der Referenz 16700. 16700 und 16760. Genau. Wir haben hier ein Modell in der Hand, das hat den Spitznamen Coke, wegen der schwarz-roten Lünette, auch schön ausgeblichen, ein tolles Modell. Das ist eine sogenannte Fat Lady. Was macht die Uhr denn zu einer Fat Lady? Das kann ich dir gerne zeigen. Wenn du beide Uhren nebeneinander hältst, das ist das Nachfolgemodell, die 16710, sieht man relativ schön, dass das Gehäuse ein Stück weit dicker ist bei der früheren.
Dickere Krone auch. Dickere Krone, dickerer Kronenschutz. Man hat also fast die Anmutung einer Submariner. Ist nur ein paar Jahre produziert worden. Klassischerweise auch immer mit schwarz-roter Lünette, deswegen Coke. Man ist davon aber wieder abgekommen und hat die Entwicklung der Uhr dahingehend getrieben, dass die Lünette wieder schwarz und blaurot wird, beziehungsweise die Krone auch wieder etwas kleiner und das Gehäuse auch etwas kleiner. Weil man den Unterschied zwischen Submariner und GMT genau, da wollte ich gerade einsteigen. Die Submariner war immer modern, mindestens 200 oder 300 Meter wasserdicht. Ja. Die aktuellen sind immer noch 300 Meter wasserdicht. Die GMT hatte immer ein etwas dünneres Gehäuse, eine kleinere Krone und eigentlich konsequent eine Wasserdichtigkeit von nur 100 Metern, was ja eigentlich ausreichend ist für den sportlichen Bedarf. Kronenschutz. Diese Uhren sind für den täglichen Gebrauch bestimmt, sind ja keine klassischen Pilotenuhren, aber irgendwie werden sie doch sehr viel von Leuten, die reisen, konstant getragen und es ist einer der gefragtesten Uhren heutzutage. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit Bachmann und Scheer bei dir anfing, dass die GMT Master ein Stiefkind war und alle wollten eine Submariner und das ist heute genau umgekehrt. Genau. Nicht, dass die Submariner nicht gefragt wäre, aber die GMT hat eben so viele Einsatzbereiche. Du kannst sie zum Reisen wunderbar als Begleiter nehmen. Sie ist nicht ganz so hoch. Du kannst noch leicht ein Hemd drüber ziehen. Ja. Sie ist trotzdem wasserdicht genug, um in der Freizeit alle Belastungen standzuhalten. Farbenfroh ist sie. Ja. Und durch diese Individualisierung des Blau-Rots konnte man ja früher austauschen. Heute sind die Lünetten ja nicht mehr austauschbar. Aber sie hat etwas mehr Charme und Ausdruck wie eine ganz schwarze Lünette oder eine ganz blaue Lünette. Der Markt liebt das zurzeit. Wir haben ja noch so ein Modell, wo viele Leute im ersten Blick natürlich die Submariner von dieser GMT kaum unterscheiden können. Richtig. Da muss man schon ein bisschen Fachwissen mitbringen. Da darf man ruhig auch daneben liegen. Also außer dem roten GMT-Zeiger kann man das jetzt eigentlich nicht klar sehen. Und der Lünetteneinlage, ein Laie sieht das nicht. Wenn du dich für eine Uhr entscheiden müsstest, welche würdest du denn täglich tragen wollen? Ich würde montags die Pussy Galore nehmen, dienstags die Tropic, mittwochs würde ich mir die goldene mit schwarzem Zifferblatt anziehen, am Donnerstag die weiß-goldene mit der blau-roten Lünette, am Freitag das Brillantblatt. Für die Disco. Und am Wochenende würde ich mich entspannen und meine Fat Lady tragen. Also es ist extrem schwierig zu sagen, die Uhr nehme ich und die Uhr lasse ich liegen. Am Schluss möchte man wahrscheinlich alle oder fast alle haben, aber wer die Qual hat, hat die Wahl. Wir hoffen, dass wir euch ein paar spannende Informationen liefern konnten und dass wir euch gut unterhalten habt. Bitte abonniert unseren Kanal und bleibt uns erhalten. Und selbst wenn ihr nicht verreist, könnt ihr immer noch die Sommerzeit einstellen.